Stell dir vor, eine Pistolenkugel rast mit 400 Metern pro Sekunde auf eine Weste zu. Der Aufprall dauert weniger als eine Tausendstel Sekunde. In diesem Moment muss ein Material die gesamte kinetische Energie absorbieren, verteilen und stoppen. Kein Stahl, kein Titan, sondern eine Faser, die dünner ist als ein menschliches Haar. Kevlar. Ein Material, das 5-mal stärker ist als Stahl bei gleichem Gewicht, das nicht schmilzt, nicht rostet und erst bei über 500 Grad Celsius zerfällt. Es steckt in kugelsicheren Westen, in Raumanzügen, in den Reifen von Formel-1-Wagen und in den Rümpfen von Schnellbooten. Und es wurde von einer Frau erfunden, die eigentlich Ärztin werden wollte und deren Entdeckung beinahe im Ausguss gelandet wäre. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins Jahr 1965 in ein Labor, in dem eine trübe Flüssigkeit die Materialwissenschaft für immer veränderte. Wir schauen uns an, wie aus konzentrierter Schwefelsäure und winzigen Löchern die stärkste Faser der Welt entsteht. Und wir klären, warum Kevlar trotz seiner Stärke eine überraschende Schwäche hat. Wenn dich die Wissenschaft hinter Alltagsmaterialien fasziniert, abonniere jetzt den Kanal. Stephanie Kwolek wurde 1923 in New Kensington, Pennsylvania geboren, als Tochter polnischer Einwanderer. Ihr Vater arbeitete in einer Gießerei und starb, als sie 10 Jahre alt war. Ihre Mutter zog sie und ihren Bruder alleine groß und arbeitete in einem Aluminiumwerk. Von ihrer Mutter erbte Stephanie die Liebe zum Nähen und zu Stoffen. Von ihrem Vater eine Faszination für die Natur und die Wissenschaft. Sie studierte Chemie an der Carnegie Mellon Universität und träumte von der Medizin. Aber 1946 fehlte ihr das Geld fürs Medizinstudium. Also nahm sie einen Job bei DuPont an, dem Chemiekonzern, der kurz zuvor Nylon erfunden hatte. Nur vorübergehend, dachte sie. Nur um Geld zu sparen. Aber die Arbeit mit Polymeren fesselte sie so sehr, dass sie die Medizin vergaß. Sie blieb 40 Jahre. 1965 arbeitete Kwolek an einem Projekt, das nach leichten, hitzebeständigen Fasern für Autoreifen suchte. Die Ölkrise zeichnete sich ab und DuPont wollte Stahl in Reifen durch leichtere Materialien ersetzen. Kwolek experimentierte mit aromatischen Polyamiden, langen Molekülketten, die aus ringförmigen Kohlenstoffstrukturen bestehen. Normalerweise ergaben diese Polymere in Lösung eine dicke, sirupartige Masse, klar und zäh wie Honig. Aber an einem Tag passierte etwas Seltsames. Die Lösung, die Kwolek herstellte, war dünnflüssig wie Wasser und trüb. Jeder andere Chemiker hätte sie weggeschüttet. Trübe Lösungen galten als verunreinigt, als unbrauchbar. Aber Kwolek war neugierig. Sie wollte die Flüssigkeit durch eine Spinndüse pressen, um zu sehen, ob sich daraus eine Faser ziehen ließ. Der Techniker an der Maschine weigerte sich zunächst. Er fürchtete, die trübe Lösung würde die feinen Düsen verstopfen. Kwolek überredete ihn. Die Faser, die aus der Düse kam, sah unspektakulär aus. Dünn, gelblich, fast unscheinbar. Aber als die Testergebnisse zurückkamen, traute Kwolek ihren eigenen Daten nicht. Die Faser war 5-mal stärker als Stahl bei gleichem Gewicht. Sie war steifer als alles, was DuPont jemals produziert hatte. Kwolek ließ die Messgeräte überprüfen, weil sie an einen Fehler glaubte. Kein Fehler. Was sie entdeckt hatte, waren sogenannte Flüssigkristalle, eine Phase der Materie, die weder ganz flüssig noch ganz fest ist. Die Moleküle in ihrer trüben Lösung hatten sich spontan parallel zueinander ausgerichtet, wie Soldaten in Reih und Glied. Und als diese Lösung durch die Spinndüse gepresst wurde, verstärkte sich diese Ordnung noch weiter. Das Ergebnis war eine Faser mit einer Kristallstruktur, die so dicht und geordnet war, dass sie fast unzerstörbar wurde. DuPont nannte die Faser intern Fiber B. Die Welt kennt sie als Kevlar. Die Herstellung von Kevlar ist aufwendig und gefährlich. Der Prozess beginnt mit 2 Chemikalien, Paraphenylendiamin und Terephthalsäuredichlorid. Diese werden bei niedrigen Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt zusammengebracht. In einer sogenannten Kondensationsreaktion verbinden sich die Moleküle zu langen, steifen Ketten, dem Polymer Polypara-Phenylenterephthalamid. Das resultierende Polymer ist ein festes Pulver, das in den meisten Lösungsmitteln nicht löslich ist. Um es in eine spinnbare Form zu bringen, muss es in konzentrierter Schwefelsäure gelöst werden. Bei einer Konzentration von etwa 20% bildet sich jene flüssigkristalline Phase, die Kwolek entdeckt hatte.
Diese Lösung wird auf 100 Grad erhitzt und unter hohem Druck durch eine Spinndüse mit mehreren hundert feinen Löchern gepresst. Jedes Loch hat einen Durchmesser von wenigen Hundertstel Millimetern. Die Fäden schießen durch einen kurzen Luftspalt und tauchen dann in ein kaltes Wasserbad ein, das nur 0 bis 4 Grad hat. In diesem Moment erstarrt die Faser und die Schwefelsäure wird ausgewaschen. Dieser Temperaturschock von 100 Grad auf nahe Null in Sekundenbruchteilen fixiert die parallele Ausrichtung der Moleküle und verleiht Kevlar seine extreme Festigkeit. Eine kugelsichere Weste besteht nicht aus einer einzelnen Kevlarschicht. Sie besteht aus 30 bis 40 Lagen eng gewebter Kevlarfasern, übereinander gestapelt wie die Seiten eines Buches. Wenn eine Kugel auf die Weste trifft, passiert etwas Entscheidendes. Die erste Lage verformt sich und verteilt die Aufprallenergie auf die umliegenden Fasern. Die zweite Lage fängt den Rest ab und gibt die Energie an die dritte weiter. Schicht für Schicht wird die Kugel langsamer. Ihre Energie zerstreut sich über eine immer größere Fläche. Kevlar schmilzt dabei nicht und bricht nicht spröde wie Keramik. Es absorbiert die Energie durch elastische Verformung. Stell dir ein Trampolin vor, das eine Bowlingkugel auffängt. Es gibt nach, aber es reißt nicht. Genau so arbeitet Kevlar. Aber Kevlar ist nicht unverwundbar. Es hat eine Schwäche, die kaum jemand kennt. Ultraviolettes Licht. Sonnenlicht zersetzt die Molekülketten langsam, aber stetig. Ungeschützte Kevlarfasern verfärben sich von gelb zu braun und verlieren dabei ihre mechanischen Eigenschaften. Eine kugelsichere Weste, die jahrelang im Sonnenlicht gelagert wird, kann im Ernstfall versagen. Deshalb werden Kevlar-Produkte fast immer mit einer Schutzschicht versehen oder in lichtundurchlässige Hüllen verpackt. Die stärkste Faser der Welt wird von etwas so Alltäglichem wie Sonnenlicht besiegt. Stefanie Kwolek hat 16 Patente angemeldet und war an 28 wissenschaftlichen Veröffentlichungen beteiligt. Aber am wirtschaftlichen Erfolg von Kevlar war sie nicht beteiligt. Sie hatte die Patentrechte an ihren Arbeitgeber DuPont übertragen, wie es damals üblich war. Ein Chemiker einer anderen Firma las ihre Patente und sprach bewundernd von dem Kerl, der diese Arbeit geleistet haben musste. Er hielt Stefanie für einen Männernamen. In einer Zeit, in der Frauen in der Forschung kaum sichtbar waren, blieb Kwolek lange im Schatten ihrer eigenen Erfindung. Erst 1995 wurde sie in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen. Sie starb 2014 im Alter von 90 Jahren. Tausende von Polizisten, Soldaten und Zivilisten verdanken ihr Leben einer trüben Flüssigkeit, die jeder andere weggeschüttet hätte. Wenn du das nächste Mal in den Nachrichten siehst, wie ein Polizist einen Einsatz überlebt, denk an dieses Labor im Jahr 1965. An eine Chemikerin, die eigentlich Ärztin werden wollte. An eine trübe Lösung, die in den Ausguss gehört hätte. Und an einen Techniker, der sich weigerte, sie durch die Maschine zu jagen. Kevlar ist keine Geschichte von geplantem Fortschritt. Es ist eine Geschichte von Neugier, Sturheit und dem Mut, dem Unerwarteten zu vertrauen. Manchmal besteht der Unterschied zwischen einer vergessenen Flüssigkeit und einer Weltveränderung aus einer einzigen Frage. Was passiert, wenn ich es trotzdem?